Hallöchen zusammen, es ist mal wieder Zeit für ein etwas längeres Video. Und zwar kommt heute endlich das lang ersehnte Daytrip-Video. Kurz vorab, hier handelt es sich auch eigentlich lediglich nur um ein paar Ideen und Inspirationen und am Ende erwähne ich noch ein paar persönliche nennenswerte Favoriten von mir. Zuallererst möchte ich mich aber ganz herzlich für die ganzen lieben Kommentare und Rezensionen zu meinem letzten Tokio-Video bedanken. Teilweise habe ich auch sogar persönlich gesagt bekommen, wie sehr es Leuten geholfen hat, die nach Tokio gereist sind. Und es hat mich echt glücklich gemacht, dass ich ein paar Leuten damit helfen konnte. Ich hoffe, das klappt mit diesem Video genauso gut. Jetzt reden wir nicht aber lange mehr um den heißen Brei, sondern legen gleich los. Los geht's mit den Tagesausflügen von Tokio aus. Für alle, die eventuell ein kleines bisschen länger in Japan bleiben und nicht unbedingt nur in der Stadt rumhängen wollen. Denn es gibt schließlich drumherum auch echt eine Menge zu erkunden. Am einfachsten ist es natürlich für Touristen, sich den JR-Pass zu holen. Dieser deckt alle JR-Linien ab, sprich ihr könnt ihn also auch innerhalb Tokios verwenden, bei allen Bahnlinien, die mit JR gekennzeichnet sind. Alle wichtigen Informationen dazu findet ihr hier auf dieser Webseite. Diese ist unter anderem auch auf Deutsch aufrufbar. Dort ist alles genau erklärt, auch dass ihr ihn entweder vorbestellen könnt oder auch direkt vor Ort anfordern könnt. Ganz wichtig ist es hier, dass ihr euren Reisepass dabei habt. Wie schon davor erwähnt, ihr müsst es euch quasi so vorstellen, ihr bezahlt einen Fixpreis, wählt die Dauer während eures Aufenthaltes aus, in der ihr gerne ein bisschen rumfahren möchtet. Und ihr müsst lediglich dann eigentlich nur noch beachten, dass ihr alle Shinkansen wählen könnt, bis auf den Nozomi und Mizuho. Dann gibt es noch natürlich auch verschiedene Arten von JR-Pässen, die für die verschiedenen Regionen gelten. Allerdings beschränke ich mich hier jetzt in diesem Video erstmal nur um den Raum um Tokio rum, also ist das Thema erstmal ein bisschen nebensächlich. So viel also erstmal vorab zum JR-Pass. Jetzt geht's aber zu den interessanten Orten. Als erstes hätten wir da zum Beispiel Hakone. Hakone ist von der Tokyo Station aus ungefähr um die 100 Minuten entfernt und zählt als eine der bekanntesten Onsen-Gegenden. Dort gibt es viele Vulkanschluchten, natürlich eine Menge heißer Quellen, ein Piratenschiff auf einem See, wahnsinnig viele Museen und die für Hakone sehr bekannten Kuro Tamago. Als nächstes auf der Liste hätten wir Kawaguchiko, ungefähr 130 Minuten von Tokio entfernt. Dort findet ihr unter anderem einen riesigen See und um diesen See rum sind total viele Hotels und Ryokan angereiht. Die Ecke ist wahnsinnig gut zum Entspannen. Es ist dort relativ ruhig. Ihr habt zum Beispiel dort die Möglichkeit, so war es zumindest 2014, auf dem See eine kleine Rundfahrt zu machen oder mit der Gondel einen Hügel hochzufahren. Bei gutem Wetter ist der Blick zum Fuji absolut perfekt. Direkt in der Nähe von Kawaguchiko findet ihr auch das Fuji-Q Highland, einen riesigen Freizeitpark, der besonders bekannt ist für seine sehr krassen Achterbahnen und sein absolut gruseliges Geisterhaus mit echten Schaustellern drin. Dort auch in der Ecke liegt die Gegend Shizuoka, die ungefähr eine Stunde entfernt liegt und sehr bekannt für ihren grünen Tee ist. Ihr findet dort demnach wahnsinnig viele Teeplantagen und auch dort ist der Blick zum Fuji bei gutem Wetter gewiss. Nun verschlägt es uns aber mal in eine andere Richtung und zwar nach Kawagoe. Dort war ich auch schon mal und habe relativ viel gefilmt, das seht ihr zum Beispiel hier in diesem Video. Kawagoe ist ungefähr eine Stunde von Tokio aus entfernt und ist auch bekannt als kleines Edo. Es ist ein schönes Örtchen zum Shoppen, Schlendern und einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Wie gesagt, wenn ihr einen besseren Einblick von der Gegend haben wollt, schaut euch gerne mein Video dazu an. Dann hätten wir nicht weit von Tokio entfernt Yokohama. Von der Tokyo Station aus sind es sage und schreibe gerade mal so um die 25 bis 30 Minuten rum. Ich persönlich liebe Yokohama und habe dort auch relativ viel erlebt und gefilmt. Yokohama hat so vieles zu bieten. Ihr habt zum einen den Hafen bei der Station Minato Mirai, könnt dort relativ viel shoppen. Dort findet ihr auch das bekannte Kapramen-Museum. Dort ist ein Freizeitpark. Wenn ihr ein bisschen weiterlauft, kommt ihr auch nach Chinatown. Und jeden Sommer findet dort auch das bekannte Pikachu Outbreak Event statt. Ihr seht schon, da kann man wirklich gut einen ganzen Tag lang verbringen. Dann geht es weiter in eine etwas ruhigere Gegend, und zwar Kamakura. Ich habe gemerkt, dass Kamakura in letzter Zeit etwas populärer geworden ist unter Touristen. Ich persönlich muss auch sagen, dieser Ort ist wunderschön, auch eher relativ ruhig, ungefähr 50 bis 60 Minuten von Tokio aus entfernt. Es ist so quasi das Kyoto in der Nähe Tokios. Man findet dort sehr viele Tempel und Schreine, Teehäuser und sehr viel Natur. Unter anderem auch einen schönen Bambuswald. Der Ort ist super zum Spazieren geeignet. Und bei der Gelegenheit kann man auch mal super beim Daibutsu vorbeischauen. Wenn ihr ein bisschen weiter südlich der Küste entlang fahrt, gelangt ihr nach Enoshima. Kamakura und Enoshima kann man ziemlich gut an einem Tag zusammen abfrühstücken. Enoshima ist ungefähr 70 Minuten von Tokio aus entfernt. Und dort findet ihr wahnsinnig
viel Strand und Meer. Über eine lange Brücke gelangt ihr auch zu einer schönen kleinen Insel. Eine tolle Gegend, um einfach mal abzuschalten. Die nächste Gegend ist ein kleines bisschen weiter weg und zwar ungefähr 2,5 Stunden von Tokio aus. Ich habe überlegt, ob ich so weite Orte mit reinnehme, aber es hält sich noch im Rahmen mit dem Shinkansen. Und zwar käme als nächstes auf meiner Liste Nikko. In erster Linie bekannt für das UNESCO-Welterbe. Dort könnt ihr auch sehr viele Schreine und Tempel vorfinden, in ruhiger Natur. Und sehr bekannt für die Gegend ist auch der Kegon-Wasserfall. Nächster Halt, Takao-san, der ungefähr von Shinjuku aus 60 Minuten entfernt liegt. Ein perfekter Ort zum Wandern. Dort war ich sogar selber auch mal rumkraxeln und habe hier das passende Video dazu. Der Takao-san ist nicht so groß und ich finde, es gibt viele angenehme Pfade und Strecken. Diese sind auch für Ausländer sehr leicht zu verstehen und man kann sich die Routen über den Tag über gut einteilen. Einen Teil des Berges kann man auch entweder zu Fuß oder auch mit einer Gondel bewältigen. Vom Takao-san aus habt ihr zum einen eine wunderschöne Sicht auf Tokio, aber auch zum Fuji von der Spitze aus. Oder Wada ist als nächstes auf der Liste. Ungefähr 75 Minuten von Tokio entfernt. Dort steht das bekannte Odawara Castle. Wenn ihr euch, so wie ich, für die Sengoku-Zeit interessiert, werdet ihr dort auf jeden Fall fündig. Denn das Odawara Castle gehörte einst dem Hojo-Clan. Vom oberen Teil des Schlosses aus habt ihr eine wunderschöne Aussicht. Zum einen seht ihr die Berge und auf der anderen Seite das Meer. Nun kommt wieder ein Ort, der etwas weiter weg ist, ungefähr 160 Minuten, und zwar Chichibu. Ich finde den Namen so süß. Chichibu. Dort findet jedes Jahr das bekannte Shibasakura Festival statt. Und der Ort ist bekannt für seine Pilgerroute mit 34 buddhistischen Tempeln. Nun kämen noch ein paar persönliche Honorable Mentions. Und zwar war ich damals 2017 in Shimoda. Das liegt schon ein bisschen weiter unten, wie ihr sehen könnt. Aber dieser Ort ist perfekt für den Sommer. Wir haben dort damals nämlich einen kleinen Strandurlaub gemacht und es war wirklich wunderschön dort. Das Örtchen ist nicht sonderlich groß, es ist eher ein kleines Fischerdorf. Aber es ist super zum Entspannen. Dann für die Wanderfans unter euch gäbe es natürlich noch ein paar weitere Berge. Denn Japan ist ja relativ hügelig. Es gäbe noch den Oyama, den Mitake, natürlich den Fuji für die ganzen Hardcore-Leute unter euch und noch weitere kleine Berge. Wenn ihr sportlich begeistert seid und eher im Winter nach Japan kommt, könnt ihr von Tokio aus auch ohne Probleme beispielsweise mit dem Shinkansen nach Nagano fahren. Generell sind ein paar Skigebiete relativ simpel und schnell mit dem Shinkansen zu erreichen. Darunter fallen zum Beispiel Yuzawa und Hakuba. Wobei Yuzawa in Niigata liegt, was auch nicht weit weg ist. So, ich hoffe, euch hat meine kleine Auswahl gefallen und es ist eventuell etwas dabei für euren nächsten Japan-Trip. Ihr seht sicherlich schon, einige Orte sind gar nicht so weit weg. Und wenn ihr einen JR-Pass habt, warum nicht einfach mal einen Tag nutzen, um ein wenig die Gegend außenrum um Tokio zu erforschen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein klein wenig helfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr Lust auf mehr Videos aus Japan habt, lasst auch gerne ein Abo da. Das würde mich freuen. In diesem Sinne also, man sieht sich im nächsten Video. Bis dann!